Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Heute ist Tag 170. Unser Thema ist digitale Sicherheit. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werfen heute einen sehr intensiven Blick auf ein Thema, das uns alle betrifft. Ja, absolut. Stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf, greifst nach deinem Handy und dein gesamtes digitales Leben ist verschwunden. Oh krass, ja, das ist ein absoluter Albtraum. Keine Fotos vom letzten Urlaub, kein Zugriff auf die Bank und alle privaten Nachrichten sind gelöscht. Oder noch schlimmer, sie wurden veröffentlicht. Da läuft es einem echt kalt den Rücken runter. Wir schauen uns heute an, wie Kriminelle da operieren und warum wir Menschen oft die größte Schwachstelle sind. Ganz genau. Aber bevor wir da tief eintauchen, haben wir heute etwas Besonderes für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Eine wirklich fantastische Technik, also fürs Gehirn, um diesen Klang der Sprache ganz natürlich aufzunehmen. Hier sind 3 einfache Schritte. Mhm. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Das ist der erste Schritt, genau. Jetzt sprecht ihr mit, versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Ja, das Tempo ist da echt wichtig. Nehmt euch selbst auf, vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Richtig. Und dazu ein wichtiger Hinweis von mir. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Absolut. Und als kleiner Teaser für euch, bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Genau, da könnt ihr das Shadowing dann auch direkt mal ausprobieren. Okay, lass uns starten. Wenn wir so an Sicherheit denken, haben wir ja oft noch diese sehr, traditionellen Bilder im Kopf, oder? Ja, also dicke Stahltüren, komplexe Schlösser, vielleicht ein großer Wachhund. Genau, der Wachhund im Garten. Aber die Realität ist halt, dass unser Leben heute größtenteils gar nicht mehr in der physischen Welt stattfindet. Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Wort für heute. Das ist das Adjektiv virtuell. Virtuell, ja. Die einfache Erklärung auf dem B1-Niveau wäre etwas, das nicht physisch existiert, sondern nur im Computer. Und auf Englisch sagen wir dazu virtual. Unser Beispielsatz für euch ist: Viele Angriffe finden im virtuellen Raum statt. Und das Interessante hier ist echt die menschliche Psychologie, weißt du? Wie meinst du das? Naja, wenn dir jemand auf der Straße die Brieftasche klaut, ist der Schock riesig. Du spürst das sofort. Aber im virtuellen Raum sind wir oft unvorsichtig. Weil wir die Gefahr nicht physisch sehen können. Genau. Wir fassen sie nicht an, also fühlt sie sich nicht so real an. Aber die Konsequenzen sind extrem real. Da lagern ja nicht nur ein paar unwichtige Dokumente. Es geht um unsere Identität, Finanzen, unsere Gesundheitsakten. Richtig. Und solche Informationen brauchen einen ganz besonderen Schutz. Das bringt uns zum zweiten Wort, dem Adjektiv sensibel. Sensibel. Das bedeutet Informationen, die besonders geschützt werden müssen. Auf Englisch übersetzen wir das mit sensitive. Und unser Beispielsatz dazu lautet: Gehe immer vorsichtig mit deinen sensiblen Daten um. Warum sind genau diese Daten so wertvoll? Also, was machen Kriminelle damit? Da gibt es einen riesigen Schattenmarkt. Kriminelle zahlen viel Geld für sensible Profile, um Identitätsdiebstahl zu begehen. Wahnsinn. Und wie verteidigen wir diese sensiblen Daten dann im virtuellen Raum? Also in der Schule haben wir früher so geheime Zettel geschrieben. Oh ja, wo man die Buchstaben einfach verschoben hat, richtig? Genau. Ein A wurde zum B, ein B zum C. Das ist ja ein uraltes Prinzip. Aber die moderne digitale Lösung dafür ist unser nächstes Wort, ein Substantiv. Die Verschlüsselung. Die Verschlüsselung. Die Erklärung dafür lautet: Technik, um Daten so zu verändern, dass nur Berechtigte sie lesen können. Auf Englisch ist das Encryption. Ein guter Beispielsatz wäre: Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt private Nachrichten. Und wenn wir uns ansehen, wie das funktioniert, also da gehen wir weit über diese Schulhof-Analogie hinaus. Moderne Verschlüsselung basiert auf extrem komplexer Mathematik. Okay, also keine verschobenen Buchstaben mehr. Nee, absolut nicht. Stell dir vor, ich gebe dir 2 Primzahlen, 7 und 13.
Die kannst du leicht im Kopf multiplizieren und kommst auf 91. Ja, das kriege ich noch hin. Aber wenn ich dir jetzt eine gigantische Zahl mit Hunderten von Stellen gebe und dich frage, aus welchen zwei Primzahlen die besteht, das würde einen Supercomputer Millionen von Jahren kosten. Wow. Okay, das ist krass. Das ist also der Mechanismus, der uns schützt. Die Aktion selbst, also wenn der Computer das macht, beschreiben wir mit dem Verb verschlüsseln. Genau. Die Bedeutung ist Daten mittels Code für Unbefugte unlesbar machen. Auf Englisch heißt das to encrypt. Und die Perfektform ist ganz wichtig für euch, hat verschlüsselt. Der Beispielsatz dazu ist ein super Ratschlag. Du solltest deine Festplatte verschlüsseln, um deine Daten zu schützen. Okay, also wir haben jetzt diese geniale, hochkomplexe Mathematik. Der Code ist quasi unknackbar. Unsere Daten sind sicher, wir können uns entspannen, oder? Schön wär's. Aber leider ist das nur die halbe Wahrheit. Oh nein, wieso das? Selbst die beste Mathematik der Welt ist nutzlos, wenn das System drumherum fehlerhaft ist. Also, stell dir vor, du hast die sicherste Tresortür der Welt gebaut. Okay. Aber der Architekt hat aus Versehen den Bauplan auf einer Parkbank liegen lassen. Und auf diesem Plan ist ein versteckter Lüftungsschacht eingezeichnet, der direkt in den Tresorraum führt. Ach, das ist ein geniales Bild. Der Fehler liegt also gar nicht im Schloss selbst, sondern in der Konstruktion des Hauses. Genau das. Und dieses Problem führt uns direkt zu unserem nächsten Substantiv, die Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke. Das bedeutet? Ein Fehler in einem Programm durch den Hacker eindringen können. Auf Englisch sagen wir dazu Security Leak. Richtig. Unser Beispielsatz lautet: Das neue Update behebt eine kritische Sicherheitslücke. Wenn Programmierer Code schreiben, sind das ja oft Millionen von Textzeilen. Da passieren einfach menschliche Fehler. Und die Kriminellen suchen gezielt nach diesen Fehlern. Absolut. Sie suchen den Lüftungsschacht. Und wenn so eine Lücke gefunden wird, beginnt für die Firmen ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie müssen reagieren. Und das bringt uns zu unserem nächsten Wort, dem Verb. Aktualisieren. Aktualisieren. Das heißt, ein Programm oder System auf den neuesten Stand bringen. Auf Englisch heißt das to update. Und im Perfekt sagen wir, hat aktualisiert. Der Beispielsatz ist etwas, das wir alle oft hören. Du solltest deine Software regelmäßig aktualisieren. Okay, da muss ich jetzt aber wirklich mal kurz einhaken. Also ganz ehrlich, mich nerven diese ständigen Meldungen auf dem Handy. Oh ja, das höre ich so oft. Bitte jetzt aktualisieren, neues Update verfügbar. Ich klicke das oft tagelang weg. Ist das wirklich immer wegen der Sicherheit? Oder wollen die Firmen nur mein Handy langsamer machen, damit ich ein neues kaufe? Ich verstehe diese Frustration total. Das geht mir privat manchmal auch so. Aber technisch gesehen ist es überlebenswichtig. Oft geht es um sogenannte Zero-Day-Exploits. Was genau ist das? Das sind Fehler, die gerade erst entdeckt wurden und für die es vorher gar keinen Schutz gab. Wenn eine Firma ein Update herausgibt, sagt sie quasi, hey, wir haben den geheimen Schacht gefunden und eine Mauer davor gebaut. Und wenn ich das wegklicke, bleibt der Schacht bei mir einfach offen? Exakt. Und dann passiert das, was wir mit unserem nächsten Verb beschreiben: hacken. Hacken. Das bedeutet? Unbefugt in fremde Computersysteme eindringen. Auf Englisch übersetzen wir das mit to hack. Die Perfektform ist hat gehackt. Der Beispielsatz macht die Bedrohung ganz deutlich. Kriminelle versuchen ständig, unsichere Datenbanken zu hacken. Und das sind dann Leute in dunklen Zimmern mit Kapuzenpullovern, die ganz schnell auf der Tastatur tippen? Eben nicht mehr. Das ist ein Hollywood-Klischee. Heute nutzen Kriminelle oft automatisierte Programme. Die scannen einfach das ganze Internet nach Geräten, die nicht aktualisiert wurden. Das ist extrem beunruhigend, wirklich. Du hast in der Definition gerade ein sehr wichtiges Adjektiv verwendet, das wir uns ansehen müssen. Unser nächstes Wort ist unbefugt. Unbefugt. Das bedeutet, Wenn jemand keine Erlaubnis hat, etwas zu tun oder zu sehen. auf Englisch heißt das, Unauthorized. der Beispielsatz lautet, Ein unbefugter Zugriff auf das Netzwerk muss gemeldet werden. und genau da wird es politisch und wirtschaftlich sehr spannend. Wenn eine große Firma merkt, dass jemand unbefugt Millionen von sensiblen Kundendaten kopiert hat, dann geraten die oft in Panik. Klar, der Imageverlust ist gigantisch. Niemand will, dass das in der Zeitung steht. Und deshalb ist der erste Instinkt vieler Firmen leider nicht absolute Transparenz, sondern das genaue Gegenteil. Auf Deutsch nutzen wir hierfür das Verb Verheimlichen. verheimlichen.
Die Bedeutung ist, etwas absichtlich nicht sagen oder vor anderen verstecken. auf Englisch sagen wir to conceal. Die Perfektform ist hat verheimlicht. Und der Beispielsatz dazu ist eine ganz wichtige rechtliche Regel: Firmen dürfen schwere Datenlecks nicht vor Kunden verheimlichen. Genau. Denn wenn sie uns das nicht sofort sagen, haben wir ja keine Chance, unsere Passwörter rechtzeitig zu ändern. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen. Also, wir haben jetzt echt viel über fehlerhaften Code, Updates und Mathematik gesprochen. Ja, aber wenn ich mir die Nachrichten über Cyberangriffe so anschaue, dann merke ich, dass oft gar nicht die Technik das Problem ist. Exakt. Warum sollte ein Hacker monatelang versuchen, eine mathematisch perfekte Verschlüsselung zu knacken? Es gibt einen viel, viel einfacheren Weg. Welchen denn? Das größte Risiko sitzt meistens direkt vor dem Bildschirm auf dem Stuhl. Die Hacker greifen nicht die Maschine an, sie greifen den Menschen an. Das nennt man Social Engineering. Ah, und das führt uns direkt zu unserem nächsten Substantiv: der Phishing-Versuch. Die Bedeutung ist, der Versuch, über gefälschte Mails an sensible Daten zu kommen. Auf Englisch? Phishing Attempt. Der Beispielsatz ist: Klicke nie auf Links in Mails, um einem Phishing-Versuch zu entgehen. Die Psychologie dahinter ist schon faszinierend, oder? Total. Kriminelle wissen ganz genau, dass wir rationale Entscheidungen treffen, solange wir entspannt sind. Also versuchen sie, uns in Panik zu versetzen. Ja, immer dieser Zeitdruck. Zum Beispiel so eine Nachricht wie: Achtung, Ihr Konto wird in 2 Stunden unwiderruflich gelöscht. Bitte loggen Sie sich hier ein. Genau. Und in der Panik klickt man auf den Link, gibt sein Passwort auf einer völlig gefälschten Webseite ein und zack, die Daten sind weg. Solche Nachrichten sollten bei uns also sofort Alarmglocken auslösen. Wir brauchen ein Gefühl dafür, was wir als nächstes Wort lernen, nämlich das Adjektiv verdächtig. Verdächtig, das heißt, Wenn etwas den Anschein erweckt, dass etwas nicht stimmt. auf Englisch ist das suspicious. Der Beispielsatz ist eine fantastische Lebensregel fürs Internet. Wenn dir eine Mail verdächtig vorkommt, lösche sie sofort. Nicht anklicken, nicht antworten, einfach weg damit. Das Ziel ist es, das Risiko gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das beschreiben wir mit dem Verb Vermeiden. vermeiden. Es bedeutet, Etwas bewusst nicht tun, um einen negativen Effekt zu verhindern. auf Englisch übersetzen wir das mit to avoid. Die Perfektform lautet hat vermieden. Und unser Beispielsatz greift einen der häufigsten Fehler überhaupt auf. Man sollte es vermeiden, dasselbe Passwort überall zu nutzen. Oh ja, das ist so wichtig. Wenn Kriminelle durch einen Phishing-Versuch dein Passwort für irgendeinen unwichtigen Online-Shop bekommen. Dann probieren Sie das sofort auch bei deiner Bank und deinem E-Mail-Konto aus. Ganz genau. Aber zum Glück gibt es da eine sehr effektive Lösung, falls doch mal ein Passwort gestohlen wird. Unser nächstes Substantiv ist ein langes, typisch deutsches Wort. Und was für eins? Es ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Bedeutung ist ein Anmeldeverfahren mit 2 verschiedenen Identitätsbeweisen. Auf Englisch wird das oft einfach abgekürzt als 2FA. Unser Beispielsatz ist ein starker Rat. Nutze immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung für deine Konten. Weißt du, ich vergleiche das immer gerne mit einem Türsteher. Du hast zwar den Schlüssel für die Tür, aber der Türsteher verlangt zusätzlich deinen Ausweis, bevor du rein darfst. Das ist ein toller Vergleich. Aber lass uns da mal kurz etwas tiefer gehen. Nicht jeder Ausweis ist gleich gut. Echt? Ich dachte, SMS reicht da völlig aus. Viele machen das mit SMS, ja. Sie geben das Passwort ein und bekommen dann diesen Code aufs Handy. Aber das ist heute nicht mehr absolut sicher. Hacker können Telefonnummern umleiten. Oh, das wusste ich gar nicht. Was ist denn besser? Besser sind spezielle Authentikator-Apps auf dem Smartphone. Die generieren alle 30 Sekunden lokal einen neuen Code. Dafür müsste der Angreifer dann wirklich dein physisches Handy klauen. Verstehe. Es geht am Ende ja immer um diese eine Frage. Stimmt das, was ich hier sehe? Ist dieser Login-Versuch wirklich von mir? Ist diese E-Mail wirklich von meiner Bank? Diese Suche nach der Wahrheit im Internet ist enorm wichtig. Und das bringt uns zu unserem vorletzten Wort. Es ist das Substantiv die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit. Das klingt fast schon philosophisch. Die Bedeutung für B1 ist die Eigenschaft, immer die Wahrheit zu sagen oder echt zu sein. Auf Englisch heißt das Truthfulness. Der Beispielsatz lautet:
man sollte die Wahrhaftigkeit von Internetquellen kritisch prüfen. Gerade heute, im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Deepfakes, wird diese Wahrhaftigkeit ja immer schwerer zu beweisen. Das stimmt. Wie können wir uns dann noch auf Systeme verlassen? Indem wir auf Technologien setzen, die ganz klare, unveränderbare Regeln haben. Und damit sind wir bei unserem letzten Wort für heute angekommen. Das Adjektiv unbestechlich. Es bedeutet, wenn man moralisch so fest ist, dass man sich nicht manipulieren lässt. Auf Englisch. Incorruptible. Unser Beispielsatz für die IT lautet, in der Forensik sind unbestechliche Algorithmen sehr wichtig. Weil ein Code, der stur nach Mathematik funktioniert, sich nicht von Emotionen oder Geld beeinflussen lässt. Genau das ist die Idee dahinter. Warte mal, da muss ich jetzt aber widersprechen. Ist das wirklich so? Ein Algorithmus wird ja immer noch von einem Menschen geschrieben. Mhm. Und Menschen haben Vorurteile, sie machen Fehler und können manipuliert werden. Wie kann ein System, das von fehlerhaften Menschen gebaut wurde, wirklich absolut unbestechlich sein? Das ist eine hervorragende und sehr tiefe Frage. Du hast völlig recht. Der Code selbst hat keine eigene Moral. Wenn ein Programmierer absichtlich eine Hintertür einbaut, dann macht der Code genau das. Also ist die Maschine eigentlich nur so unbestechlich wie ihr Schöpfer. Richtig. Wenn wir in der IT von unbestechlich sprechen, meinen wir meistens diese reinen kryptografischen Systeme wie Blockchain oder eben Mathematik. 1 + 1 ist immer 2, egal wie viel Geld du der Gleichung anbietest. Aber ja, wir müssen immer hinterfragen, wer das System gebaut hat. Ein super wichtiger Gedanke. Puh, also das waren jetzt echt 15 sehr intensive Wörter und Konzepte heute. Wir haben wirklich viel abgedeckt. Kriminelle, menschliche Schwächen, Mathematik. Und wie versprochen wollen wir all diese Begriffe jetzt in Aktion sehen. Es ist Zeit für unsere Mini-Story. Hört genau zu, hier könnt ihr jetzt perfekt diese Shadowing-Methode anwenden. Erinnert euch, laut mitsprechen und auf den Rhythmus und die Betonung achten. Ich bin schon sehr gespannt. Achtet mal darauf, wie natürlich sich diese Wörter in die Handlung einfügen. Seid ihr bereit? Los geht's! Anna arbeitet oft von zu Hause aus und verbringt viel Zeit im virtuellen Raum. Auf ihrem Computer speichert sie sehr sensible Dokumente für ihre Firma. Sehr gefährlich. Eines Nachmittags erhält sie eine seltsame E-Mail, die angeblich von ihrer Bank stammt. Die E-Mail sieht sofort verdächtig aus. Oh je, Alarmglocken. Es gibt kleine Rechtschreibfehler und ein drängendes Ultimatum. Loggen Sie sich sofort ein, sonst wird Ihr Geld gesperrt. Es ist ein klassischer Phishing-Versuch. Jemand versucht dort ganz klar, unbefugt an ihre privaten Daten zu kommen und ihr Konto zu hacken. Aber Anna ist klug, oder? Zum Glück bleibt Anna ruhig. Sie zweifelt die Wahrhaftigkeit dieser bedrohlichen Nachricht sofort an. Sie weiß genau, die echte Bank würde eine kritische Sicherheitslücke niemals einfach so per E-Mail verheimlichen und völlig unaufgefordert dubiose Links verschicken. Absolut richtig reagiert. Anna hat den Klick auf den Link konsequent vermieden und die Nachricht sofort gelöscht. Darüber hinaus hat sie an genau diesem Morgen ihr E-Mail-Programm aktualisiert. Sehr vorbildlich. Sie fühlt sich sehr sicher, denn ihre Festplatte ist ohnehin durch eine starke Verschlüsselung geschützt. Sie hat ihr gesamtes System verschlüsseln lassen, als sie den Computer gekauft hat. Und selbst wenn die Kriminellen irgendwie ihr Passwort herausgefunden hätten, vertraut Anna beim Login auf unbestechliche Systeme wie die Zwei-Faktor-Authentisierung. Der Türsteher. Genau. So bleiben ihre wertvollen Daten sicher. Und die Hacker haben am Ende absolut keine Chance. Wow, eine wunderbare Geschichte. Sie zeigt echt perfekt den Ablauf einer guten Verteidigung. Ja, finde ich auch. Erst kommt diese kritische Prüfung durch den wachsamen Menschen. Und dann die harte technische Absicherung durch die aktualisierte Software. Ein ganz tolles Beispiel, wie all diese Konzepte ineinandergreifen. Definitiv. Und jetzt seid ihr dran, Leute. Eure Hausaufgabe für heute. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Wir freuen uns immer sehr, eure Beispiele zu lesen. Nutzt wirklich die Chance, die Wörter aktiv im Kontext anzuwenden. Das hilft dem Gehirn einfach enorm beim Merken. Absolut. Und bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich euch noch einen kleinen, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit in den Tag geben. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Wir verbringen ja so viel Zeit damit, unsere digitalen Daten mit starken Passwörtern, Firewalls und Zwei-Faktor-Authentisierung intensiv vor Hackern zu schützen. Ja, das haben wir heute ja ausführlich besprochen. Aber geben wir genau diese sensiblen Daten nicht oft völlig freiwillig und kostenlos an
riesige Social-Media-Konzerne weiter, nur um so einen lustigen neuen Fotofilter zu benutzen oder an so einem Online-Quiz teilzunehmen? Da triffst du einen wunden Punkt, ja. Denkt mal in Ruhe darüber nach, wo eure unsichtbare digitale Mauer eigentlich aufhört und wo sie vielleicht riesige Löcher hat, die ihr ganz allein da reingebohrt habt. Ein sehr starker Gedanke zum Abschluss. Aber das ist ein großes Thema für einen ganz anderen Tag. Morgen sprechen wir über... Nachhaltige Ernährung? Das wird auch wieder extrem spannend. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.